Moin! Heute sind wir mal wieder in unserem schönen Mittelgebirge und wollten uns mal mit Thermobekleidung beschäftigen. Und dafür haben wir dann einfach mal Sachen von federführenden Herstellern wie Carinthia mitgenommen, also richtige Thermobekleidung, auch dann nochmal alternativ, etwas günstigeres von Snugpack, was aber den gleichen Sinn erfüllt, also eben eine gefütterte Thermobekleidung. Dazu nochmal andere Thermobekleidung von Fjällräven, eben nicht mit einer typischen G-Loft oder Hohlfaser, sondern auf einem altmodischen System und dazu einfach nochmal ein Unterwäschen-Zwiebelprinzip, also von Woolpower mit dann normaler Kleidung gepaart, um hier Vergleiche ziehen zu können, was wirkt sich wie aus und was kann man empfehlen. Wir haben uns dazu entschieden, jetzt unter der richtigen Thermobekleidung von Carinthia etc. nicht nochmal ein Zwiebelschichtsystem zu tragen, um praktisch das Gefühl zu dem Wärmeerhalt dieser einzelnen Jacken und Hosen nicht zu verfälschen. Ich habe dazu also nur ein ganz normales Baumwollshirt drunter mit einem Unterhemd und eine ganz dünne, lange Unterhose. So, für den ersten Test haben wir uns die Mix-Serie von Carinthia geholt, die ja ganz gut bis minus 10 Grad ungefähr funktioniert. Und wir haben jetzt minus 4 Grad, Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 km/h. Also können wir, denke ich, hier auch mal ganz gut die Sachen testen, auch auf ihre Winddichtigkeit und auch auf das Wärme- und Kälteempfinden. Also bei den Temperaturen natürlich eine ordentliche Wärmeleistung, sehr leicht zu tragen, behindert also die Bewegung auch überhaupt nicht. Diverse Taschen hat die Hose sowie die Jacke, um alles mögliche zu verstauen. Was sehr schön ist, ist der wirklich hohe geschlossene Kragen. Ich habe jetzt auch keinen Schal drunter an und der liegt auch so gut an, dass eigentlich auch der Schnee nicht eindringen kann und die dazugehörige große Kapuze. Wenn ich jetzt hier im Schnee knie, ist auch alles in Ordnung. Ich würde jetzt aber mal behaupten, wenn ich jetzt eine Viertelstunde im Schnee und in der Kälte sitze, also der Kältekontakt direkt Druck ausübt auf die Haut, dann wird es schon mit der Zeit kühl. Kann man also sagen, dafür ist es natürlich auch nicht gemacht, sich damit lange in den Schnee zu setzen. Man soll in Bewegung bleiben. Das funktioniert sehr gut. Da haben wir aber auch nichts anderes erwartet. Ist eine vernünftige Thermokleidung, die nicht sonderlich stark aufträgt in der Mix-Variante und man dadurch nicht so aufgebläht ist. Eines wäre noch zu erwähnen, geräuscharm sind die Sachen überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ihr hört es wahrscheinlich jetzt auch schon. Für Jäger würde ich das jetzt nicht empfehlen. Da sollte man dann schon auf ein anderes Material umsteigen. Jetzt als einen direkten Vergleich auch klar Thermobekleidung von Snugpack haben wir hier die Tomahawk-Jacke und noch eine Hose. Hier sieht man noch den Unterschied, jetzt den ganz mal offen gelassen. Das ist eine Latzhose, sie geht bis oben hin, wärmt also nochmal zusätzlich den Nierenbereich. Generell auch wieder eine Wärmeleistung bis ca. minus 15 Grad ist angegeben. Spürt man auch, hält natürlich warm. Man merkt aber jetzt schon, die Füllung ist um ein Vielfaches dicker, trägt also ein bisschen mehr auf, behindert einen jetzt auch nicht in der Bewegung. Aber es sollte einem bewusst sein, dass man natürlich mehr am Körper hat. Auch hier haben wir wieder einen recht hochgeschnittenen Kragen, der aber eng anliegender ist. Also noch einen Schal drunter zu tragen, könnte schon problematisch werden, ist jetzt aber auch von der Wärmeleistung erstmal nicht nötig. Was hier aber auffällig ist, wir haben nicht so eine weite Kapuze, also im Frontbereich wird die dann nicht gut schützen, wenn ihr also in den Nieselregen kommt. Und sie behindert dann auch leicht noch die Sicht, was aber eigentlich geht. Also zur Wärmeleistung kann man aber sagen, dass die hier auf jeden Fall nochmal für kältere Temperaturen geeignet ist. Denn auch wenn ich jetzt hier im Schnee sitze, das sollte man natürlich nie stundenlang machen, aber merke ich jetzt schon, dass die Wärmeleistung, also die Thermoleistung, noch effektiver oder stärker ist. Aber sie ist natürlich auch etwas dicker. Und gerade die Jacke und vor allem dann nochmal diese Latzhose, die auch im Rückenbereich hochgezogen ist, sorgen wirklich dafür, dass wenn ich hier im Schnee liege, bei Weitem nicht so schnell auskühle. Also wahrscheinlich kann ich hier noch um einiges länger liegen bleiben. Also völlig geräuscharm ist die Jacke auch nicht, aber doch erheblich geräuschärmer als eben die MIG-Jacke von Carinthia. Eine sehr wichtige Sache ist aber noch zu erwähnen, die Hose kann an den Seiten komplett geöffnet werden mit einem Reißverschluss. Ist also eigentlich auch dafür da, um zum Beispiel über eine andere Hose drüber getragen werden zu können. Also ihr nehmt die dann mit und wenn es dann kälter wird, könnt ihr die Hose einfach
über die andere Hose zusippen. Deshalb ist diese Hose auch viel weiter und nicht jetzt zum Beispiel wie die MIG von Carinthia wie eine normale Hose geschnitten. Kommen wir jetzt zum dritten Testkandidaten im Bunde. Das ist für Raven hier die der Greenland Parker an. Darunter die Barents Arctica, also die Winter Barents Hose. Beides jetzt nicht wie herkömmliche Thermosachen mit einer dicken Fütterung, sondern eben mit dem typischen G1000, einem normalen Innenfutter, also leichte Sachen. Ihr seht, die liegen auch eng an der Haut, sind eher wie Standardbekleidung, Outdoor-Bekleidung. Na klar, trägt sich generell erstmal wie gewohnte Outdoor-Bekleidung. Fühlt sich sehr, sehr robust natürlich an. Das soll es ja auch sein mit G1000. Man hat einen schönen langen Parker und die Wärmeleistung ist gegeben. Ich jetzt aber mit meinem Langarm-Shirt, mit meinem Baumwoll-Langarm-Shirt darunter, merke hier schon eindeutig weniger Thermoisolierung. Insgesamt kann ich aber sagen, mir ist jetzt nicht kalt, auch wenn die Wärmeleistung geringer ist als bei den anderen beiden Jacken. Aber zum Auskühlen und das nur mit dem Baumwollshirt drunter ist das jetzt auch nicht. Das ist halt schon eine Winterjacke, ne? Also ein Parker. Die Hose selber hat eine ganz gute Wärmeisolierung. Allerdings auch hier merkt man, das ist keine Thermohose. Ich kühle hier schon schneller aus, jetzt nach ein paar Minuten im Schnee sitzen und möchte auch nicht noch weitere 5 bis 10 Minuten hier sitzen, mir eine Blasenentzündung zu holen oder so. Dafür sind die Sachen dann nicht gemacht, um sich damit in dem Schnee rumzuwälzen oder zu sitzen. Bei der Greenland haben wir auch wieder einen sehr schönen, hohen Kragen. Ein bisschen Platz für einen Schal wäre noch drunter, wird aber auch knapp. Also für einen Schauchschal wäre es bestimmt noch sehr gut. Die Kapuze ist wieder ein bisschen größer. Nicht ganz so groß wie die von Carinthia, aber größer als die von Snugpack. Und natürlich habe ich aber auch hier wieder das Problem, dass wenn ich meinen Kopf drehe, die Kapuze sich nicht mitbewegt. Da gibt es ja schon Lösungen von UFPRO zum Beispiel, wo das Jacken machen, wo dann die Kapuze wirklich so dicht am Kopf sitzt. Das hat dann auch wieder andere Vorteile, natürlich auch wieder Nachteile. Aber da gehen wir jetzt hier mal nicht weiter drauf ein. Also auch die Sachen sind nicht absolut geräuschlos, aber ich würde sagen, von allen Sachen mit die geräuschärmsten Varianten. Also auch schon eher für die Jagd oder so geeignet. Eines muss ich aber abschließend zu allen 3 Hosen sagen. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade. Keine davon hat nochmal eine Innenhose und einen Innenbund, der sich schließt. Also mit jeder Hose, mit der ich durch den tieferen Schnee stapfe, dringt auch Schnee von unten in die Hose ein. Das mögen manche nicht störend finden. Ich allerdings, der auch Skifahrer ist und jede Skihose hat, dass jede richtige Schneehose hat, sowas. Oder auch einen Schneefang. Brauchen wir bestimmt in vielen Einsätzen nicht. Aber ich persönlich hätte mir sowas gewünscht. Und jetzt der ganzen Thermobekleidung einfach mal klassisch zum Trotz. Ich habe eine Jeans an. Ich habe meinen alten, ganz dünnen Singi Parker an, der mich eigentlich mehr vor dem Wind schützen soll. Habe aber darunter jetzt eine 200 Gramm Wool Power Unterhose und das 200 Gramm Crewneck. Und mehr nicht. Dazu noch den Schal. Hier als Demonstration kurz. Mehr als das dünne 200 Gramm Shirt habe ich hier nicht drunter. Komplett in den Schnee setzen werde ich mich jetzt mit einer Jeans natürlich nicht. Denn durch die Körperwärme entsteht dann eben auch ein bisschen Hitze eben auf dem Schnee und Feuchtigkeit. Und dann habe ich eine nasse Jeans und irgendwie will ich auch noch vernünftig nach Hause kommen. Kommen wir erstmal zum Thema Wärmeleistung. Wool Power kennt jeder, hat eine eigene Wärmeleistung. Wir haben hier nicht diese Thermoeigenschaften, die wir von der Thermobekleidung haben. Das ist ganz klar. Aber frieren tun wir hier auch überhaupt nicht. Ich gebe offen zu, das Ganze war natürlich auch schon ein bisschen zu erwarten. Schließlich waren wir ja auch schon im Fjell mit Wool Power. Da hatte ich auch nichts anderes drunter. Ich hatte nur so einen Windbreaker praktisch drüber, plus ein Shirt drunter und bin da die ganze Zeit über den Fjell gekraxelt mit Schneeschuhen. Und das hat auch funktioniert. Dementsprechend war mir das schon irgendwie klar. Generell ging es aber ja in diesem Video so ein bisschen die verschiedenen Möglichkeiten zu zeigen, wie man sich vor Kälte schützt. Eben mit richtiger klassischer Thermobekleidung oder mit Einlassbekleidung von Carinthia, die sich total auf Thermo spezialisiert haben mit ihrer G-Loft-Faser. Dann eben nochmal, wenn man sich einfach normale Outdoor-Sachen wie von Fjällräven, welche angeboten werden, mitnimmt.
Oder eben, wenn man mit normalen Klamotten unterwegs ist und eine Zwiebelschicht an hat. Kommen wir also zum Fazit. Wir hatten jetzt einmal von Carinthia die MIG-Bekleidung. Die tut das, was sie soll. Sie hält warm, hat keine übertriebene Thermoleistung. Dafür gäbe es ja dann auch nochmal die HIG-Variante. Sitzt gut am Körper, ist allerdings leider nicht geräuscharm. Als zweites hatten wir eigentlich parallel dazu die Thermobekleidung von Snugpack. Diese ist nicht so robust wie die von Carinthia vom Außenmaterial. Eher wie die normale Schneebekleidung, die ihr so kennt, die eben eine Faser hat, die sie füttert wie Down, aber hier jedenfalls Kunstfaser. Hält sehr warm, hat eine höhere Thermoleistung, ist ein bisschen geräuscharmer, dafür aber nicht für jeden Einsatz gedacht und eben nicht so robust. Den wohl robustesten Part übernimmt die Outdoor-Bekleidung, die für Winter ausgelegt ist, also ein leicht gefütterter Parker, die Arctic Trouser, die Barents Trouser von Fairhaven. Die kriegt ihr erstmal so schnell nicht kaputt, auch wenn ihr durch den Busch müsst oder durch das Gehölz im Winter. Hält natürlich dafür nicht so eine hohe Thermoleistung, würde ich dann auch eher mit einer Wollwäsche darunter kombinieren. Und zu guter Letzt, wie schlägt sich also normale Bekleidung? Naja, normal halt, die wird euch nicht warm halten, wenn ihr die nicht kombiniert mit etwas, aber eben mit einem Zwiebelschichtsystem, besonders mit einem Merino-Wollsystem, wie zum Beispiel von Woodpower darunter, kann das schon den Ausschlag geben, dass ihr bei so einem Wetter eben nicht friert. Jeder muss natürlich jetzt für sich selber entscheiden, wofür ihr die Sachen braucht. Wenn ihr aber zum Beispiel wirklich nur mal was braucht, um auf den Weihnachtsmarkt zu gehen oder so mal einen Winterspaziergang zu machen, reicht vielleicht einfach eine vernünftige Unterwäsche. Ansonsten überlegt euch, braucht ihr robustes Material oder eher mehr Wärmeisolierung? Je nachdem solltet ihr euch entscheiden. Ja, dann danke ich euch, dass ihr so lange dran bleibt. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr so tragt und zu welchen Einsätzen im Winter ihr euch wappnet, mit welcher Ausrüstung und Bekleidung. Würde uns sehr freuen, das zu wissen. Und wir haben noch ein bisschen was vor. Deswegen sage ich jetzt schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.